Herzlich willkommen. Heute kochen wir eine klassische italienische Vorspeise, nämlich eine Bruschetta. Allein wenn ich jetzt schon an diese krosse Knoblauch-Ciabatta und all die Aromen von süßen, sonnengereiften Tomaten, Knoblauch, dem sanften, aber gleichzeitig leicht bitteren Geschmack des Basilikums, als auch dem guten Olivenöl denke, läuft mir das Wasser jetzt schon im Mund zusammen. Und eine kleine Geheimzutat gibt es später auch noch. Am Anfang stellen wir ein Knoblauchöl her. Damit können wir später das Brot bestreichen, um beim Rösten in der Pfanne einen intensiveren, aber bekömmlichen Geschmack zu erzielen. Eigentlich habe ich fast immer eine verschließbare Flasche mit Knoblauchöl im Kühlschrank. Dieses nutze ich auch sehr oft an Gerichten, anstatt jedes Mal den Knoblauch frisch schneiden zu müssen. Als nächstes halbieren wir die Tomate. Leicht rechts neben dem grünen Strunk können wir somit den Strunk durch einen kleinen V-Schnitt herausschneiden. Die Tomaten werden jetzt in kleine Würfel geschnitten. Ich nutze immer die ganzen Tomaten, jedoch kann man das Kerngehäuse der Tomate natürlich auch entfernen, damit es später nicht so verwässert. Mich stören die Kerne überhaupt nicht und finde es eher schade, von guten, sonnengereiften Tomaten so viel wegzuwerfen. Die Zwiebel halbieren und auch in feine Würfel schneiden. Ich werde auch bald ein Video über verschiedene Schneidtechniken und Tricks beim Schneiden hochladen, die wir Köche normalerweise lieber für uns behalten. Ich bin mir aber sicher, dass dieses dem einen oder anderen helfen wird. Versprochen. Jetzt den Knoblauch hacken. Eine Zitrone halbieren und ausdrücken. Salz, Pfeffer und meine Geheimzutat, den Weißweinessig, hinzugeben. Durch den Essig wird nochmals die Ausgewogenheit der Süße, Salzigkeit, Säure und Bitterkeit hergestellt. Den Basilikum nehmen und zu einem kleinen Päckchen formen. Dann mit einem möglichst scharfen Messer in feine Streifen schneiden. Immer schneiden und nicht hacken, da ansonsten der Basilikum nur zerquetscht wird und direkt braun bzw. matschig wird. Wenn frischer Basilikum nicht vorhanden ist, kann man auch auf getrockneten zurückgreifen. Jedoch kommen dann natürlich die feinen Aromen nicht so durch. Zu guter Letzt mit Olivenöl abrunden und alles gut vermischen.
Das Brot aufschneiden und mit unserem Knoblauchöl auf einer Seite bestreichen. Ich nutze dafür in der Regel einen Pinsel. Allerdings könnt ihr natürlich das gleiche mit einem Löffel machen. In einer heißen Pfanne mit sehr wenig Öl das Baguette oder Ciabatta leicht kross braten. Jetzt die Bruschetta-Masse auf die gerösteten Brotscheiben geben und darauf achten, nicht zu viel Flüssigkeit mit auf das Brot zu geben. Ich wünsche euch guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen und vor allem geholfen hat, würde ich mich über ein Like und Subscribe freuen. Bei Fragen hinterlasst einfach einen Kommentar. Ich versuche schnellstmöglich euch zu antworten.